Das ist nicht nur ein Science-Fiction-Szenario, sondern total echt. Die Weltbevölkerung wächst. Und wie? Jedes Jahr nimmt die Population auf unserem Planeten um rund 83 Millionen zu. 2050 könnten somit 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Werden wir dann überhaupt noch alle satt? Um 10 Milliarden Menschen ernähren zu können, müssten wir die derzeitige Lebensmittelproduktion um 60% steigern. Doch statt Lebensmitteln wird heute auf 30% der weltweiten Ackerflächen Nahrung für Nutztiere angebaut. Tendenz steigend. Und das, obwohl die nutzbaren Ackerflächen immer weniger werden. Durch zunehmenden Straßen- und Städtebau und durch eine zu starke Nutzung schrumpfen Anbauflächen um 10 Millionen Hektar jährlich. Der Anteil fruchtbaren Bodens, der auf diese Weise verloren geht, entspricht fast der gesamten Fläche, die in Deutschland als Ackerland genutzt wird. Während sich die Ernährungsgewohnheiten in den Industrieländern allmählich ändern und der Fleischkonsum langsam sinkt, steigt die Nachfrage in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Dort steigt der Wohlstand und damit auch der Konsum von Fleisch. Ändert sich an diesen Essgewohnheiten nichts, wird die weltweite Fleischproduktion im Jahr 2050 daher bei 465 Millionen Tonnen liegen und hätte sich so innerhalb von 50 Jahren exakt verdoppelt. Der Anbau von Tiernahrung wird in Zukunft also noch mehr Platz, Wasser und Ressourcen verbrauchen, die bei der Produktion von Lebensmitteln fehlen. Unsere Ernährungsgewohnheiten zu ändern, wird also höchste Zeit. Denken wir zum Beispiel an Insekten. Die Produktion von 1 Kilo Insektenfleisch verbraucht 15.500 Mal weniger Wasser und 4-mal weniger Futter als die Erzeugung von 1 Kilogramm Rindfleisch. Nebenbei liefern Insekten mehr Proteine und brauchen weniger Platz in der Haltung. Eigentlich eine tolle Alternative. Doch so ganz haben sich Insektenburger und Co. bei uns noch nicht durchgesetzt. In Europa trenden bisher vor allem pflanzliche Ersatzprodukte. Burger aus Erbsenprotein, veganes Hähnchen aus Seitan oder Sojaprodukten. Allein in Deutschland steigt der Absatz pflanzlicher Alternativen jährlich um 30%. Für viele Zukunftsforscher kommt die größte Hoffnung aber aus dem Labor. Aus Stammzellen könnte in Zukunft Muskelfleisch gezüchtet werden. Das klingt erstmal unappetitlich, könnte aber die Massentierhaltung beenden und die globalen Ernährungsprobleme lösen. Für das Laborfleisch, das sogenannte Clean Meat, muss kein Tier sterben. Die Erzeugung würde bis zu 90% weniger Treibhausgase verursachen, 90% weniger Wasser verbrauchen und bis zu 99% weniger Landmasse im Vergleich zur konventionellen Fleischgewinnung beanspruchen. Bis das Fleisch aus dem Labor in die Supermärkte kommt, wird es sicherlich noch einige Jahre dauern. Dann aber kann es eine echte Alternative sein. Aber nicht nur die Produktionsmethoden müssen in Zukunft angepasst werden. Denn eigentlich gibt es derzeit genug Nahrung für alle Menschen. Trotzdem leiden 11% der Weltbevölkerung an Hunger. Jeder 9. Mensch. Ob wir alle satt werden oder nicht, hängt nicht zuletzt oft von struktureller Ungerechtigkeit und nicht gerechter Verteilung der Ressourcen ab. Daran werden auch in Zukunft weder Insektenburger noch Sojahähnchen oder Fleisch aus dem Labor etwas ändern.